Boah, ultra lecker. So ein selbstgebackenes Baguette ist natürlich schon der Oberknaller und es ist echt wirklich sehr, sehr lecker und wir haben ja in letzter Zeit so viele leckere Salate gemacht für die nächste Grillparty und wenn ihr jetzt noch mit so einem Baguette um die Ecke kommt, das ist echt der Knüller und vor allen Dingen, man weiß auch, was drin ist und es ist gar nicht viel drin, nämlich 530 Gramm Mehl vom Typ 550, 3 Gramm Hefe, ein halber Teelöffel Zucker, 12 Gramm Salz und Wasser. Ja, und das ist auch schon alles. Und das geht so zackig, das glaubt ihr gar nicht. Jetzt lösen wir uns erstmal das Wasser auf. Nee, das Wasser nicht, aber die Hefe da drin wird aufgelöst mit dem Zucker. Ein bisschen handwarm machen, nicht zu heiß, sonst verbrennt die Hefe, wisst ihr ja schon. Und dann kommt das Salz ins Mehl. Das Mehl und Salz kommt dann in die Küchenmaschine. Und dann gebt ihr die Wassermischung dazu und wir machen uns so einen richtig schönen fluffigen Teig draus. So, und jetzt schaut mal, der Teigball, der ist jetzt schön fluffig und so richtig fest und der löst sich auch total super dann immer von der Schüssel. Und der muss jetzt nämlich in den Kühlschrank gehen. Und dass wir ihn später abbekommen, mache ich immer so ein bisschen Öl unten rein. Dass wir ihn dann später nämlich schön gelöst kriegen aus der Schüssel, denn der Teigbatzen hier, der kommt jetzt da rein und den stellen wir jetzt zum Gehen in den Kühlschrank und da bleibt er dann mindestens 24 Stunden, maximal 60 und das macht da gar nichts, weil ich habe nämlich immer einen Baguette-Teig im Kühlschrank und back dann immer ganz schnell mal einen raus und der Teig ist so schnell gemacht, den stellt er einfach im Kühlschrank, lasst ihn drin stehen und oh, da habe ich ja noch einen Baguette-Teig und dann mache ich jetzt ein leckeres Baguette und das machen wir dann, nachdem der so richtig schön aufgegangen ist. So, der Teig, der war jetzt 2 Tage im Kühlschrank und schaut mal, wie schön der aufgegangen ist. Er hat so richtige Blasen geworfen und das ist ja gar nicht schlimm, weil der Kühlschrank, der macht den Teig nämlich von allein und ihr habt gesehen, wie schnell man den zusammenrührt, dann stellt ihn in eine Schüssel rein und ihr habt immer frischen Teig, nehmt den dann einfach raus. Ich habe auch schon wieder einen rein für die nächsten Tage darauf und dann backe ich mir ein frisches Baguette raus. Mein Sohn hat immer ein frisches Baguette mit in der Schule. Ist wirklich oberlecker und gar nicht so schwer. So, jetzt mehle ich mir erstmal die Arbeitsfläche ordentlich hier. Dann nehmen wir den Teig aus der Schüssel und auch die Hände ein bisschen mehlen. Und dann knetet ihr ihn auch mal ordentlich durch und walkt ihn so richtig schön und teilt ihn in 2 Hälften. Weil wir machen heute 2 Baguettes. Die Teigbälle walkt ihr dann zu einer Wurst und schlagt sie immer so ein bisschen ineinander ein, dass die Ecken von dem Baguette auch schön rund sind. Dann formen wir es dann auch schön und zieht es richtig lang. Bevor wir jetzt die Baguettes gehen lassen, müssen wir es noch ein bisschen einschneiden oben. Die brauchen dann noch ein paar Streifen und zwar 3 Stück und zwar ziemlich lange. Dafür nehme ich immer ein Cuttermesser, neues aus dem Baumarkt. Das geht total super. Also schneidet es nicht so ein, sondern schön längst 3 schöne Streifen. So, die Baguettes sind jetzt 20 Minuten gegangen und ihr seht hier an den Schnitten, wie schön die auseinandergegangen sind. Und die müssen wir jetzt noch so richtig schön einmehlen. Dann kommen die auf ein Backblech mit einer Dauerbackfolie, das ist total super. Und dann kommen sie in den Ofen bei 230 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten. Und ganz wichtig, unten auf ein tiefes Backblech kommen 300 Milliliter Wasser. Und dann geht's los und wird so richtig schön fluffig. Nach den 20 Minuten nehmt ihr das restliche Wasser unten aus dem Backblech raus und dann geht es noch bei 200 Grad 20 Minuten weiter und dann sind die schon gleich fertig und das riecht so lecker. Boah, und das riecht echt so lecker. Das ist der Hammer, so frisch aus dem Ofen, so knackig, herrlich und es duftet wirklich in der Küche unglaublich. Und ich sorge jetzt auf jeden Fall dafür, dass ich immer so einen Baguette-Teig im Kühlschrank habe und dann nimmt man sich ein bisschen was ab. Auf in den Ofen, hast immer frisches Baguette. Und hier gibt es auch noch ein paar leckere Rezepte für eure nächste Grillparty. Schaut doch da oben mal rein. Es hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart, Leute. Wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao, macht's gut.